Wir gehen heute wieder so ein bisschen back to the roots, was auf jeden Fall die Aufstellung betrifft. Ich gehe zum 4-2-3-1 zurück, weil dieses 4-3-3, was ich ja mal eine Zeit lang probiert habe, das hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hätte. Deswegen geht es heute zurück zum 4-2-3-1 und leider verletzungsbedingt müssen wir heute oder ab jetzt bis zum Saisonende mindestens mal mit einer neuen jungen Innenverteidigung antreten, und zwar mit Collins und mit Ishii, unserem japanischen Naturtalent. Der hat wie gesagt schon eine 68, das ist mit der beste Spieler hier, und der ist gerade mal 17, also da wird auf jeden Fall ein ganz, ganz großer heranwachsen. Ja, und jetzt versuche ich einfach noch die letzten Spiele hier gut rumzukriegen. Die Chance auf das internationale Geschäft ist zwar noch da, aber der VfB Stuttgart, der heute unser Gegner ist, der netzt uns schon mal einen ein nach 4 Minuten. Durch, ich glaube, Demirovic. Die haben auch die letzten 4-5 Spiele nicht verloren. Die stehen auf dem 5. Platz. Die haben also auch ganz andere Ansprüche als wir. Aber trotzdem müssen wir uns ja nicht hier immer schon vor Anpfiff hier ergeben. Aber das war auch wieder zu schlecht verteidigt und ganz einfach gespielt hier. Demirovic legt ihn sich sogar selber vor. Hier zum ersten. Dann hält Sinamoy den noch und dann ist halt der Rebound auch nicht mehr zu retten. Ja, 13. Tor von Demirovic. Das ist dann nochmal ein bisschen gehobenere Klasse von dem, was wir halt jetzt zurzeit haben vorne im Sturm. Muss man halt einfach dazu sagen. Deswegen ist er da. Großer Handlungsbedarf. Da werde ich dann auf jeden Fall versuchen nachzubessern. Je nachdem, wie viel Geld wir dann zur Verfügung haben werden. Ja, mein Adventsgewinnspiel. Mein drittes Adventsgewinnspiel müsste, glaube ich, schon oder ist schon längst draußen. Wenn ihr da gerne auch mitmachen wollt, schaut mal das aktuelle Video von dem jeweiligen Gewinnspiel und dann tragt euch ein. Ja, Zeit dazu habt ihr bis Freitag, bis um 18 Uhr. Dann gibt es ja die Gewinner und dann gibt es noch das letzte Gewinnspiel. Und dann wird es 2 Sachen geben für einen Gewinner. Also man bekommt 2 Sachen, wenn man dann dort gewinnt. Das nur mal so als Hinweis. Und jetzt hier zurück zum Spiel. Ich weiß gar nicht, wie der VfB spielt. Die hatten, glaube ich, ein 4-2-2-2. Aber die spielen das momentan auch sehr dominant. Da können wir auch wieder nur hinterherlaufen. Beziehungsweise wir werden da auch nur hinterherlaufen. Gefühlt. Jong war auf dem Flügel. Gut geklärt von Ishii. Und jetzt mal die Chance umzuschalten. Je nachdem, wie schnell das geht. Aber Godowski, der ist schneller als Stiller. Komm, der ist doch nicht so schnell. Das kannst du doch nicht machen. Aber er schafft es halt nicht, sich den Ball da entscheidend vorbeizulegen. Und dann halt auch mal irgendwie den 7. Gang einzulegen. Also er war auch mal schneller, habe ich das Gefühl. Aber Achtung, der VfB kommt wieder über Demirovic. Das ist halt zu einfach gespielt. Undav. Und nahm die Collins sei Dank. Das hätte sonst zum 2. Mal geklingelt. Jetzt vielleicht mal Einzelaktion. Poso und Wanner. Es ist halt niemand in der Mitte. Das ist das Problem. Da muss er es halt alleine machen aus spitzen Winkel. Meier kommt dazu. Unfassbar, wie der gerade nochmal den Sprinter angezogen hat. Da gucken wir jetzt phasenweise ganz schön in die Röhre, häufiger und ganz schön hinterher. So, Godowski jetzt aber, komm, ich will hinter die Abwehr spielen. Ja, aber zu kompliziert. Der Weg an sich ist ja okay, also die Idee, hinter die Abwehr zu spielen, aber vorher 10 Stunden zu warten, bis sich dann mal der Mitspieler bewegt, das macht dann irgendwie auch wenig Sinn. Ja, und wahrscheinlich wäre gerade heute so ein 4-3-3 bestimmt wertvoller gewesen, aber gut, das weiß man hinterher dann immer wieder besser oder beziehungsweise auch nicht. Ja, der Keeper geht schon da aus dem Tor raus, habe ich gesehen. Jetzt mal ein bisschen Platz für Listesch, aber dann ist natürlich wieder ein Gegner Bein dazwischen oder ein Gegner wirft sich einfach vor, vergrößert seine Körperfläche um 10 Quadratmeter. Da kannst du dann auch nichts machen. Dann vielleicht nach einer Ecke über Wanner und da ist Poso. Gott, 5 Meter am Tor vorbei, mindestens. Aber ist halt auch nicht der Kopfballspezialist. Bei Philipp und bei Jong müssen wir halt gucken, ob wir da die Verträge noch verlängert bekommen. Es sei denn, wenn sie dann zum freien Spieler werden, vielleicht kriegen wir sie dann wieder als freien Spieler. Ja, oder wir kriegen halt einen ganz anderen. Mal gucken, was sich im Sommer da ergibt. Aber wie gesagt, ultra viele Fehlpässe. Auch Jong war auf der Außen, der war auch mal stabiler. Auch vorne von Ryan Philipp ist jetzt auch nicht mehr so viel zu sehen. Das war in der Hinrunde auch noch ganz anders. Aber das ist völlig okay. Also klar, es ist nicht okay, dass wir jetzt hier jedes Spiel so hindümpeln, aber es ist halt okay, da wo wir stehen. Dafür, dass wir Aufsteiger sind, spielen wir halt auch phasenweise echt über unseren Verhältnissen. Das darf man auch nicht vergessen. Aber jetzt kommt wieder der VfB über Demirovic. Mit der Chance aufs Zweite.
Auch wieder ganz einfach an 1, 2 Gegnern vorbei und da wäre Sinamoy auch wieder nicht hingekommen. Noch beim ersten Tor, das ist auch wieder so ganz typisch. Er hält ihn, ja, mehr als nach vorne abwehren ging nicht. Und dann ist halt Demirovic nochmal da gewesen. So, jetzt Godowski, nein. Das sind einfach so schlampige Sachen, also das darf einfach nicht passieren. Wenn er sich den Ball 2, 3 Meter zu weit vorlegt, obwohl ich gar nicht gesprintet bin. Jong war gegen Munoz, auch da war er auch schon mal besser in den Zweikämpfen drin. Castañeda gewinnt endlich mal wieder einen Zweikampf. So, jetzt die Chance. Karasor, nee, da darf jetzt keiner hinterherkommen. Da ist Godowski mal weg. Auch Jeff Chabot kommt da nicht hinterher. Oh, kommt da doch hinterher. Aber Godowski macht das. Philipp ist da. Und dann fehlt wieder hier irgendein Hä? Was war jetzt? Ach, Abseits? Das war Abseits? Wie kann das denn Abseits sein? Ach so, Godowski, ja gut, hinten. Das geht dann doch. So, jetzt eventuell mal ein 4-3-3. Ich überlege wirklich, ob ich ein 4-3-3 mache zur zweiten Halbzeit. Das wird doch jetzt nicht wohl die bessere Variante sein. Dann würde ich mir echt den Hintern beißen. Aber wir laufen auch hier bislang nur hinterher. Also wir hatten auch, glaube ich, keinen vernünftigen Abschluss nach vorne. Und die Stuttgarter kommen schon wieder über Demirovic. Macht er alleine. Na, wann legt er sich den Ball vorbei? Wann zieht er den Sprint an? Wann legt er sich den Ball 10 Meter weit vor? Ja gut, die Stuttgarter, die stehen auch sehr, sehr hoch. Die Abseitsfalle habt ihr gerade gesehen. Die hat schon an der Mittellinie zugeschnappt. Ja, und auch dahinter ist bislang nicht viel für uns zu holen. Da ist nicht viel zu machen, ja, außer wir müssten das machen, was der VfB macht. Sich den Ball 10 Meter weit vorlegen. Vielleicht jetzt nochmal die Chance über Godowski gegen Munoz. Aber das ist auch ein Foul eigentlich auf der Außen. Das ist auch so ein Ding, normalerweise wird auch jeder Scheiß abgepfiffen, ne? Aber das da außen, diese kleine Berührung, die wird dann wieder nicht abgepfiffen. So, wie sieht es hier aus? 2 Schüsse, wo haben wir denn 2 Schüsse her? So, also, wir gehen wieder aufs 4-3-3. Probieren wir das mal aus. Ob das so das Wahre ist, ich weiß es ja nicht. Ich würde jetzt aber, ne, ich würde nicht riskanter aufstellen. Ich würde, was machen? Sachen. Fridjonsson vorne rein, also wie gesagt, Philipp, so leid mir das tut, der kriegt ja nicht mal einen Ball. Also er kriegt nicht mal einen Ball festgemacht, geschweige denn sich eine Torschuss rausgespielt. Das tut mir natürlich auch für ihn leid, aber ich hoffe halt immer durch Fridjonsson, dass wir vorne wenigstens ein bisschen Präsenz haben. Mal einen Ball festmachen, mal einen Kopfball gewinnen oder so. So, ist jetzt hier schon umgestellt. 4-3-3 will ich doch, so. Und dann schaffen wir es auch nicht mal, oder wir kriegen nicht mal die Gelegenheit, das hinten vernünftig so rauszuspielen. Weil die direkt ins Gegenpressing gehen, der VfB. So, jetzt mal die Chance, Paul Wanner zu schicken gegen Meier. Den hatte ich ja auch mal bei der Eintracht, könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Auch ein guter Verteidiger, gutes Potenzial. Und dann zu sehr in den Rücken gespielt. Aber die Chance lebt noch. Jetzt mal Castañeda mit dem ersten Abschluss. Ja, nach 50 Minuten. So richtig gefährlich. Aber das ist vielleicht der Startschuss so einer besseren zweiten Halbzeit, hoffentlich. Aber der VfB kommt über Undav. Ja, gegen Namdi Collins und gegen Ishii. Achtung, Ishii kommt da nicht ran. Sinamoy kommt ran. Und lenkt den Gott sei Dank noch. Der war nämlich durch die Beine geschossen von Undav und dann so abgefälscht, dass er noch zur Ecke geht. Gott sei Dank. Der VfB kommt. Schöne Eckball-Variante. Wenn wir jetzt hier mal den Ball irgendwie gewinnen würden, hätten wir die Chance, ja, vielleicht mal umzuschalten. Fridjonsson, Godowski gegen Jong-Wo Jong. Und Godowski ist durch. Da ist er doch. Der Sprint, der ist doch schnell. Godowski, jetzt muss er nur noch die Ruhe behalten. Godowski! Na bitte! Jetzt haben wir uns mal den Ball 30 Kilometer weit vorgelegt. Und Godowski hat dann doch noch seinen 7. Gang gefunden. Ich wollte gerade sagen, der ist doch schnell. Und aus dem Eckball vom VfB, wenn man den Ball gewinnt, ihr seht, es funktioniert. Wenn man dann schnell umschaltet, 1, 2 Stationen und dann ist Godowski, ja, glaube ich, der treffsicherste Spieler in den letzten Spielen. Der hat auch gegen wen haben wir im letzten Spiel gespielt? Oh Mann, ich habe schon so ein Rentnergehirn. Da hat auf jeden Fall Godowski auch, glaube ich, getroffen. Also 1-1. Nicht verdient, bisschen überraschend, muss ich ehrlich zugeben, aber das ist mir sowas von egal. Wenn uns das hilft, wieder ins Spiel zurückzufinden und auch das 4-3-3 jetzt merkwürdigerweise, dann nehme ich das. Hier geht es jetzt nicht darum, schön zu spielen. Es geht darum, nochmal ein paar Siege hier zu holen.
um dann doch eventuell noch in Sachen Europa irgendwas hinzukriegen, weil Gladbach und Frankfurt gewinnen halt auch nicht jedes Spiel. Und deswegen müssen wir doch hier die Chance nutzen. Listesch, Wanner schon wieder vorne. Und Fridjonsson in der Mitte. Da muss er jetzt reinlaufen. Oh, aber da ist wieder Godowski. Fridjonsson gewinnt da das. Ja, gibt den Freischuss. Das war zum Beispiel auch überhaupt nichts. Das ist ein normaler Zweikampf. Und dann pfeift er da ab. Jetzt kommt Jovic auch noch rein. Luka Jovic. Also, das ist halt auch die Qualität, ne? Von so einem VfB Stuttgart zum Beispiel. Wenn du Luka Jovic auf der Bank sitzen hast. Ist nicht ganz so verkehrt. Aber trotzdem gefällt mir das mit den beiden Sechsern trotzdem nicht. Oh, Cunha kommt. Ist das der von der Hertha? Leipzig auch mal gespielt, ehemals. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt die nächste Chance umzuschalten. Wanner gegen Meier. Da kommt Meier nicht hinterher. Wanner ist schneller. Sehr gut gemacht. Und jetzt muss sich Fridjonsson... Wo läuft er denn hin? Schaut mal, wo Fridjonsson steht. Habt ihr das gerade gesehen? Der ist einfach blind ins Tor reingelaufen. Wie war das nochmal mit der FCKI, IQ und hast du nicht gesehen? Die KI wird immer schlauer, macht intelligente Laufwege. Hatte ich, glaube ich, auch im letzten Video gesagt, dass die Laufwege ja eigentlich okay sind. Ich glaube, da muss ich meine Aussage nochmal revidieren. Ich muss mal wegen den beiden Sechsern gucken. Die stehen mir zu weit vorne. Aber die haben die Absicherung schon drin. Das ist ja der Witz. Die haben ja schon Absicherung. Das heißt, sie müssten eigentlich müsste der hier dann einen tiefstehenden Motor geben. Und bei ihm würde ich mal Box-to-Box machen, dass er also sowohl vorne als auch hinten dann präsent ist. Vorne machen wir den Knipser-Profi, der bleibt auch wirklich nur vorne. Vorne im Zentrum drinne. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich hier bei den beiden auch nochmal was machen. Aber die sollen ja mit nach innen. Die sollen ja Fridjonsson unterstützen in dem Fall. Aber es bringt auch nichts, wenn Fridjonsson einfach ungebremst ins gegnerische Netz reinläuft. Das bringt mir dann auch nichts. So, schauen wir mal. Vielleicht bringen ja diese Reglerveränderungen oder diese ein, zwei kleineren Veränderungen bringen ja irgendwas. Oder vielleicht bleibt es auch bei dem 1-1. Wer kommt jetzt noch? Keitel für Stergiou. Das ist auch nochmal eine andere Qualität. Aber die wir vielleicht dann auch nächstes Jahr haben. Vielleicht haben wir ja dann auch ein paar gestandenere Leute. VfB kommt Achtung über Undav. Da war schon wieder die Lücke gerade da, um sich den so vorzulegen. Matthäus Cunha, Flanke kommt. Oh, einer muss da hin. Jongwa kommt nicht hin. Gegen Munoz, Achtung. Undav ist da und Sinamoy. Eine schöne Möglichkeit zum Fliegen. Ist auch groß gewachsen, von daher. Genau für ihn gemacht. So, jetzt die Chance für den VfB. Ecke, ich kriege keinen angewählt. Ischi. Und Hopp. Und Paul Wanner. Gegen alle. Matthäus Cunha, wenn er jetzt den Seitenwechsel hinbekommen würde, wäre ein Traum. Kriegt er hin, sehr schön gemacht. Jongwa, Seitenverlagerung. Godowski, Castagneda, Jongwa. Und jetzt, Godowski, kriegt er den unten? Ja, bisschen Glück, aber er hat ihn. Und jetzt Fridjonsson in der Mitte. Godowski allein gegen alle. Da lässt er sich fallen. Richtig gut gemacht. 2-1. Spiel gedreht. Spider-Man. Macht das. Und der Laufweg, der war jetzt gut. Guck mal, da habe ich schon gedacht, er läuft wieder blind ins Tor. Ja, aber ihr seht, er lässt sich fallen. Hält dann auch mal einen Ball und dann macht er ja auch die Dinger. Er ist ja auch stark im Abschluss anscheinend, sonst würde er ja nicht hier auch regelmäßig treffen. Ja, da mussten wir heute ganz oft die Formationen, oder was heißt Formationen ändern? Einmal Formation ändern, ein paar Spielerwechsel, taktische Veränderungen und dann läuft's. Also Spiel gedreht, 2-1. Jetzt haben wir noch gut 10 Minuten mit Nachspielzeit. Ich gehe mal ein bisschen auf Standard zurück, dass wir nicht zu, abseits, nee, zu offen hinten stehen. Achtung, der VfB kommt nämlich schon wieder. Sinamoy. Aus Spitzenwinkel. Nein, Sinamoy schon wieder da. Sehr gut. Perfekt. Der war auch nicht gut geschossen, Gott sei Dank. Oh, vorne Wanner. Ah, ist leider im Abseits, oder? Na komm, hebt die Fahne. Ja. Ist aber gut für uns. Die Zeit vergeht. Je länger der Linienrichter braucht, um die Fahne zu heben, desto besser für uns. Aber da war halt die Chance da, das 3-1 zu erzielen. Ne? Wenn ich den früher sehe, das sind halt alles so Kleinigkeiten. So, und Jongwa, der unterstützt Godowski, lauf weiter, dann kriegt er den, jawohl, schön gemacht. Und jetzt die Entscheidung, Fridjonsson. Aber Nübel hat was dagegen. Sieht jetzt viel, viel besser. Also die zweite Halbzeit gefällt mir nicht nur, weil wir das Spiel gedreht haben, viel, viel besser. Wir waren in den Zweikämpfen drin, wir haben uns Chancen rausgespielt, die haben wir dann auch genutzt. Ist auch immer wichtig. Ja, und Fridjonsson empfiehlt sich halt auch wieder für die
Startelf. Also ich habe jetzt wenig Argumente für Philipp. Muss eigentlich mit Fridtjonsson wieder starten von Beginn an. Ich glaube, das wird es gewesen sein, oder? Ah, okay, eine Chance kriegt der VfB noch. Nein, kriegen sie nicht mehr, weil sie es zu langsam machen. Und wir drehen das Spiel gegen Stuttgart. Gewinner so 2-1. Ganz knapp, aber ich glaube aufgrund der zweiten Halbzeit nicht ganz unverdient. Also erste Halbzeit war okay, dass der VfB da 1 führt, aber wir haben da nochmal aufgeholt. Wir haben ein bisschen was verändert. Und durch einen Doppelpacker Fridtjonsson, nein, Grodowski und Fridtjonsson, so rum ist es richtig, dann die 3 Punkte geholt. Leverkusen und Dortmund da mit dem 0:0. Aber ich glaube, die haben noch gespielt. Die Dortmunder haben ja auch das erste Spiel jetzt verloren in der Liga. Und zwar gegen Mainz. Ausgerechnet gegen Mainz. Die waren nämlich letzter. Marktwert von 900.000. Ja, ich glaube da, wie gesagt, für sie nochmal werden da ein paar Angebote reinfließen. Ich muss tun, was das Beste für dich ist. Der cool ist. Der würde natürlich auch wieder gerne spielen. So, wir haben neue Scouting-Berichte aus Ägypten. Ist da vielleicht unser neuer Shootingstar im Sturm mit dabei? Ich guck mal gerade. Ja, es sieht jetzt nicht so vielversprechend aus. Der einzige vielleicht ist Ayman Suliman als Stürmer, aber da haben wir leider mit unseren 7 Euro, ich habe nur noch 7 Euro, da kann ich nichts machen. Das wäre eventuell jemand, aber ansonsten Fatih Ahmed vielleicht nochmal 6.500. Ich gucke immer so ein bisschen auf das Gehalt, weil das sagt vielleicht auch schon mal ein bisschen was mehr aus, obwohl das mir auch ein Zuschauer gesagt hat, das zählt nicht mehr. Man soll wirklich aufs Potenzial gucken. Aber ohne Geld kann ich nichts machen. Ich muss jetzt gucken bis zum Saisonende. Und ich darf nicht vergessen, wir haben bald unser Jubiläumsspiel hier. Also 120 Jahre Preußen-Münster. Und zwar im Heimspiel gegen Köln. Da ist es dann soweit. Da muss ich dann kurzfristig das Jubiläumstrikot reinmachen. Dass wir dann einmal für das Spiel das Jubiläumstrikot haben. So, neue Nachricht von Philipp. Bei meinen Fortschritten würde ich gerne über mein Gehalt reden. Ja, ich werde leider mit 7 Euro auch dir kein besseres Gehalt bieten können. Und deine Leistung, die muss auch ein bisschen besser werden, Philipp. Ich weiß gar nicht, was du jetzt hier so rummurkst. Also Bremen, die haben bislang auch nicht so eine starke Phase gerade. Die letzten 5 Spiele, 4 davon nicht gewonnen. Ja, zwar unentschieden dazwischen, ein Sieg, aber haben auch eine super Truppe. Also so ein Jinma oder ein Keke-Top bei Preußen Münster hätte auch was. Dazu noch Agur auf der Bank. Duck spielt gar nicht. Oha. Aber vielleicht später, ja. Bis dahin kann sich die Aufstellung auch noch 10-mal verändern. So, die Tabelle. 42 Punkte und wir halten Anschluss an zumindest den Conference League Platz, Europa League Platz ebenfalls, das sind nur 5 Punkte. Unten, da ist es ja auch noch ganz spannend, also Bochum, Köln, Hamburg, Bremen, Hoffenheim, Augsburg, die kämpfen alle noch um den Klassenerhalt. Wie sieht es oben aus? Meisterschaft, ja, wird jetzt auch nochmal spannend, weil Dortmund offensichtlich auch gegen Leverkusen verloren hat, so ist es. Und die Bayern nur unentschieden gespielt haben in Augsburg. Also so sicher ist das gar nicht, weil ich auch in den letzten Spielen immer mal gesagt habe, naja, mich würde das wundern, wenn Dortmund das jetzt noch verspielt. Hier ist noch alles möglich. Also wir haben noch wenige Spiele bis zum Saisonende. Wir hauen nochmal alles raus und machen am besten in Bremen gleich weiter, wo wir gegen Stuttgart aufgehört haben. Macht's gut. Ciao, ciao.